Oh nein, das ist zu schwer. Mein Koffer ist zu schwer. Und wo ist Gleis 9? Ich sehe Gleis 1, 2, 3, aber nicht 9. Hallo Anna, wo bist du? Es ist sehr laut im Hintergrund. Ich bin am Hauptbahnhof. Ich finde meinen Zug nicht. Mein Koffer wiegt 100 Kilo und mein Zug fährt in 20 Minuten. Ruhig, Anna. Atme tief durch. Du musst jemanden fragen. Du brauchst Hilfe. Willkommen beim Learn German Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Anna. Lukas, ich bin schüchtern. Was soll ich rufen? Hilfe? Rettung? Nein, Anna. Hilfe rufst du nur bei einem Unfall oder wenn ein Dieb deine Tasche stiehlt. Heute lernen wir, wie man im Alltag höflich nach Hilfe fragt. Wenn wir ein Problem haben, ist der erste Schritt immer gleich. Wir müssen eine andere Person ansprechen. Wir sagen zuerst Entschuldigung. Entschuldigung. Und dann kommt der wichtigste Satz für Niveau A2. Können Sie mir helfen? Entschuldigung, können Sie mir helfen? Das ist einfach, das kann ich. Liebe Zuhörer, sprecht mir nach. Entschuldigung. Können Sie mir helfen? Ich brauche Hilfe. Anna, es gibt auch einen falschen Weg. Du darfst nicht unhöflich sein. Sag niemals nur Hilf mir. Warum nicht? Das ist kurz und direkt. Das ist zu direkt. Es ist ein Befehl. In Deutschland sind wir bei Fremden immer höflich. Wir benutzen Sie und wir benutzen oft das Wort bitte. Okay, also können Sie mir bitte helfen? Perfekt. Du bist bereit für die erste Person. Wir können den Satz noch höflicher machen. Statt können Sie sagen wir könnten Sie. Das ist der Konjunktiv 2. Könnten Sie mir helfen? Das klingt sehr elegant. Das klingt nach einer Prinzessin. Ja, es ist weich und freundlich. Und wenn wir eine Frage haben, sagen wir, darf ich Sie etwas fragen? Darf ich Sie etwas fragen? Gut, ich sehe dort etwas. Einen Mann. Er trägt einen Anzug. Er sieht nett aus. Ich probiere es. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Ja, bitte, was gibt es? Könnten Sie mir bitte helfen? Ich suche Gleis 9. Ich bin ein bisschen verloren. Gleis 9? Das ist ganz einfach. Sie müssen hier geradeaus gehen. Dann sehen Sie eine große Uhr. An der Uhr gehen Sie nach rechts. Dort ist eine Treppe. Gehen Sie die Treppe hinunter. Geradeaus, an der Uhr nach rechts und dann die Treppe hinunter. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Einen schönen Tag noch. Lukas, es hat funktioniert. Er war sehr nett. Ich lebe noch. Super gemacht, Anna. Höflichkeit öffnet alle Türen. Der Mann hat Richtungen erklärt. Wir wiederholen diese wichtigen Wörter. Liebe Zuhörer, sprecht laut mit. Geradeaus. Nach rechts. Nach links. Die Treppe hinunter. Die Treppe hinauf. Okay, ich bin an der Treppe. Aber Lukas, schau dir diese Treppe an. Sie hat bestimmt 50 Stufen. Mein Koffer ist riesig. Ich kann ihn nicht tragen. Gibt es keinen Aufzug? Ich schaue. Nein, der Aufzug ist kaputt. Da ist ein rotes Schild. Außer Betrieb. Dann musst du wieder jemanden fragen. Dieses Mal brauchst du körperliche Hilfe. Was sage ich?
Tragen Sie meinen Koffer? Nein, immer noch höflich bleiben. Sag, könnten Sie mir bitte mit meinem Koffer helfen? Und gib einen Grund an. Warum brauchst du Hilfe? Weil der Koffer zu schwer ist. Richtig. Sag, mein Koffer ist leider sehr schwer. Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit? Ja? Könnten Sie mir bitte mit meinem Koffer helfen? Der Aufzug ist kaputt und mein Koffer ist leider sehr schwer. Ich schaffe das nicht alleine. Oh, natürlich. Kein Problem. Wir tragen ihn zusammen. Sie nehmen den Griff vorne, ich nehme den Griff hinten. Puh, wir sind unten. Ich danke Ihnen vielmals. Das war wirklich sehr nett von Ihnen. Das habe ich gerne gemacht. Gute Reise. Anna, du hast dich sehr gut bedankt. Wir lernen jetzt 3 Sätze, um Danke zu sagen. Sprecht mir nach. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals. Diese Sätze sind wichtig. Wenn jemand hilft, muss man sich gut bedanken. Lukas, diese Maschine hasst mich. Ich drücke auf den Bildschirm, aber nichts passiert. Bist du am Fahrkartenautomaten? Was genau funktioniert nicht? Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Ich wähle die Stadt aus, aber der Automat sagt immer Fehler. Ich verstehe das nicht. Du weißt, was du tun musst, Anna. Frag jemanden. Okay, ein neues Problem. Ich brauche eine Erklärung. Ich frage diesen jungen Mann hier. Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Klar. Was ist los? Können Sie mir helfen? Ich verstehe diesen Automaten nicht. Wie funktioniert das? Ich möchte eine Fahrkarte kaufen, aber es kommt immer ein Fehler. Ah, ich sehe das Problem. Sie müssen zuerst auf dieses Feld hier drücken. Dann wählen Sie die Stadt. Und dann müssen Sie hier unten auf Bestätigen drücken. Oh, zuerst hier drücken, dann die Stadt, dann bestätigen. Es funktioniert. Sehen Sie? Ganz einfach. Können Sie mir das noch einmal zeigen, nur um sicher zu gehen? Natürlich. Zuerst das Feld, dann die Stadt, dann bestätigen. Vielen Dank, Sie haben mich gerettet. Wenn die Technik nicht funktioniert, brauchen wir diese Sätze. Liebe Zuhörer, sprecht laut mit. Wie funktioniert das? Ich verstehe das nicht. Können Sie mir das zeigen? Können Sie das wiederholen? Ich habe meine Fahrkarte. Mein Koffer ist unten. Gleis 9 ist genau vor mir. Der Zug steht schon da. Oh, Lukas, schau mal. Dort drüben ist ein älterer Herr. Seine Papiertüte ist gerissen. Seine Äpfel rollen auf dem Boden herum. Was machst du jetzt, Anna? Du hast heute schon viel Hilfe bekommen. Jetzt kannst du etwas zurückgeben. Ja, das mache ich. Ich laufe zu ihm. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Oh, das ist aber nett von Ihnen, junge Frau. Meine Tüte ist kaputt. Alles fällt auf den Boden. Bleiben Sie ruhig stehen. Ich sammle die Äpfel für Sie auf. Hier ist einer und hier ist noch einer. Haben Sie eine andere Tasche? Ja, ich habe hier einen Stoffbeutel in meiner Jacke. Könnten Sie die Äpfel bitte dort hineinlegen? Sehr gerne. 1, 2, 3, 4. So, alles ist wieder sicher. Ich danke Ihnen vielmals.
Sie sind ein Engel. Das war kein Problem. Gern geschehen. Einen schönen Tag noch. Anna, das war fantastisch. Wie fühlst du dich jetzt? Ich fühle mich großartig. Jemandem zu helfen ist ein sehr schönes Gefühl. Es ist viel besser, als nur Hilfe zu bekommen. Wir lernen den wichtigsten Satz, um Hilfe anzubieten. Sprecht mir nach. Kann ich Ihnen helfen? Brauchen Sie Hilfe? Soll ich das für Sie tragen? Der Zug! Er fährt gleich ab. Ich muss mich beeilen. Ich bin drin. Ich sitze auf meinem Platz. Der Zug fährt los. Ich habe es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Anna. Du hast den Bahnhof überlebt und du hast heute sehr viel gelernt. Oh ja, wenn man höflich fragt, sind die Menschen in Deutschland sehr nett. Niemand hat Nein gesagt. Fassen wir die wichtigsten Sätze für unsere Zuhörer zusammen. Diese Sätze sind Gold wert im Alltag. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Könnten Sie mir bitte helfen? Mein Koffer ist sehr schwer. Wie funktioniert dieser Automat? Können Sie mir das zeigen? Kann ich Ihnen helfen? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Liebe Zuhörer, das ist eure Hausaufgabe für heute. Nehmt ein Stück Papier und einen Stift. Schreibt einen kurzen Dialog auf Deutsch. Stellt euch vor, ihr seid auf der Straße, ihr sucht ein Museum. Ihr müsst eine Person fragen. Wie beginnt ihr das Gespräch? Was sagt ihr? Denkt an die Höflichkeit. Benutzt Entschuldigung und könnten Sie. Spielt den Dialog mit einem Freund oder sprecht ihn laut vor dem Spiegel. Macht keine Befehle, kein Hilf mir. Immer schön höflich bleiben. Das war's für heute. Helft anderen Menschen und habt keine Angst, selbst um Hilfe zu bitten. Bleibt gesund, lernt fleißig und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wir hören uns nächste Woche. Gute Fahrt und auf Wiedersehen.